Willkommen! Heute zeige ich Ihnen in Connector Stage fortgeschrittene Techniken im Umgang mit 2D-Inhalten, also Bildern, Videos etc. Die erste Eigenschaft, welche im fortgeschrittenen Modus für 2D-Objekte hinzukommt, ist die Transparenz bzw. Deckkraft. Wenn ich jetzt ein Objekt nehme und in die Eigenschaften gehe, sehe ich hier unten den Punkt Deckkraft. Diese kann ich nun beliebig reduzieren. Die Deckkraft wird animiert, wenn sie zwischen zwei verschiedenen Seiten unterschiedliche Werte aufweist. So kann man zum Beispiel ganz gut Bilder hinzufügen, die dann einfaden. Ich ziehe jetzt also zum Beispiel mal das Bild hier in volle Größe auf und schneide es zurecht, dass die Aspect Ratio wieder passt. Und jetzt auf Seite 1 stelle ich mal die Transparency bzw. Deckkraft so um, dass es komplett unsichtbar ist. Und auf Seite 2 regle ich die Deckkraft hoch. Wenn ich das jetzt wiedergebe, haben wir also am Anfang den schwarzen Bildschirm und sobald ich weiter drücke, wird das Bild sichtbar. Eine zweite Eigenschaft, die hinzukommt, ist die Frage, ob ein Objekt selbstleuchtend ist oder nicht. Wenn ich ein Objekt hinzufüge, ist es immer strahlend hell zu sehen, als wäre es eben selbstleuchtend. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie es auf einem Fernseher platzieren oder anderen Objekten, die auch so in der Umgebung immer sichtbar sein sollen. Genauso macht es auch Sinn bei Objekten, die sowieso relativ abstrakt im Raum schweben. Wenn wir es allerdings dekorativ hinzufügen, wie zum Beispiel als ein Foto, welches hier auf dem Tisch liegt, sieht das Ganze irgendwie etwas unpassend aus. Dazu gehe ich in die Eigenschaften und stelle selbstleuchtend auf Aus. Dadurch wird es hier sofort etwas abgemattet, weil es entsprechend zur Beleuchtung passt und es sieht aus, als würde es zur Szene gehören. So ähnlich wie dieses Bild hier hinten. Das ist auch nicht selbstleuchtend, während das, was wir eben auf dem Fernseher platziert haben, selbst leuchtet. Der nächste Punkt ist die Frage der Reihenfolge. 2D-Objekte haben eine Reihenfolge, die bestimmt, welches gerendert wird, wenn es ein anderes Bild überdeckt. Um das Problem etwas zu illustrieren, was wir damit zu umgehen, füge ich mal gerade stattdessen zwei 2D-Ebenen hinzu. Das heißt, ich wähle die 3D-Modelle, Square, richte das entsprechend aus und füge das auf derselben Tiefe nochmal hinzu, gebe ihm aber eine andere Farbe. Wenn 3D-Objekte ineinander ragen, kommt es, weil der Computer nicht weiß, welches denn jetzt nun eigentlich vorne ist, weil physikalisch kann sowas eigentlich nicht passieren, welches am Ende jetzt auch dargestellt werden soll. Das heißt, es kommen dann solche komischen Muster. Um das zu umgehen, weil ja gerade eben 2D-Objekte auch häufig auf solchen Ebenen eingesetzt werden, haben wir eine Reihenfolge implementiert. Wenn ich jetzt ein Bild hinzufüge, nehmen wir zum Beispiel mal ein Video, das funktioniert da genauso, dann ist das jetzt gerade, weil ich es neu hinzugefügt habe, standardmäßig vor dem Foto. Das heißt also, man sieht es definitiv immer. Man sieht es auch dann, wenn das Foto theoretisch sich davor befindet. Das sieht dann jetzt etwas komisch aus, ist aber häufig hilfreich, gerade wenn man mit Text arbeitet und man den jetzt nicht genau auf der richtigen Ebene platzieren möchte. Wenn Sie diese sogenannte Render-Priorität ändern möchten, können Sie das tun, indem Sie das Objekt rechtsklicken und ihm sagen, wie es sich im Vergleich zu anderen Szenenobjekten verhalten soll. Sie können es in den Vordergrund oder in den Hintergrund schicken oder um quasi eine Ebene nach vorne oder eine Ebene nach hinten. Wenn ich jetzt dem Bild, welches gerade sozusagen ganz unten liegt, sage, in den Vordergrund eine Ebene nach vorne, tauscht es Position mit dem in der Mitte. Wenn ich ihm sage, ganz in den Vordergrund, dann ist es auch über dieses gelegt. Das kann man zum Beispiel für ganz interessante Effekte verwenden, zum Beispiel Text, der durch ein Bild hindurch an einer anderen Position sich bewegt. Solche Parallaxeneffekte sind häufig mal ganz interessant. Ansonsten hier mit Rechtsklick in den Hintergrund kommt es wieder dahin, wo es hin soll. Ich lösche jetzt mal die Bilder wieder. Im fortgeschrittenen Modus können Sie nämlich auch andere Objekte als Bilder und Videos platzieren. Hier drüben im Punkt Platzhalter haben Sie außerdem die Möglichkeit, ein Textfeld zu platzieren. Das passen Sie dann einfach in der Größe an und es funktioniert genauso wie Textfelder im einfachen Modus. Sie können sie jetzt also bearbeiten und dort einen Text hinzufügen. Ganz spannend ist auch, dass Sie hier selbstständig Keying-Flächen hinzufügen können. Das sind also diese Platzhalter, auf welchen dann eben am Ende ein Kamerabild zu sehen ist. Wenn Sie das zum Beispiel so machen wie ich hier,
können Sie jetzt die Kamera anstellen und Sie sehen sich selber. Hallo. In dem Fall zum Beispiel, weil wir es jetzt gerade auf einen Fernseher gelegt haben, können wir aber sogar jetzt in die Programmeinstellungen gehen und für diese Kamera das Keying ausstellen und hier wieder Bildausschnitt aus vollflächig stellen. Und so kann man zum Beispiel ein Video groß senden, wenn man gar kein Greenscreen zur Verfügung hätte. Alles klar. Das waren die fortgeschrittenen Techniken für 2D-Objekte in Cinector Stage. Viel Spaß beim Basteln!